ist gerade 7 Uhr morgens und heute ist der erste Tag des 3. Trimesters der Uni. Und was mache ich gerade, wenn ihr auch sehen könnt? Also ich mache einen Vlog auf Deutsch. Versuch's nochmal. Hallo. Ich habe keine Ahnung, warum ich mein Leben eigentlich nicht zur Ordnung bringen kann. Also in diesem neuen Trimester werden wir 2 Kurse haben. Also in Italien will ich nicht sagen, aber zumindest in meiner Uni hat man Trimestern und kein Semester. Das bedeutet, dass wir 3 Semester haben. Und in diesem Trimester haben wir moderne Geschichte und auch Mikroökonomie. Ich habe keine Ahnung, wie sie unterscheiden sich Mikro- und Makroökonomie. Und ich bin auch mir nicht sicher, ob ich den Unterschied während des Semesters lernen werde. Es ist gerade so schlimm, weil ich hatte auch 2 Kurse im letzten Semester und die waren nämlich Soziologie und öffentliches Recht, glaube ich, also общественное право. Ну, почему я скажу что-то итальянского на русском, я этого не знаю. Und das Problem ist, Leute, also das erste Semester war so schrecklich, also neue Gewohnheiten, neues Land, kein Dolce Vita und ja, hat man dabei so viele Herausforderungen. Und das zweite Trimester, Leute, war eigentlich so cool, dass ich kaum gelernt habe. Und dann fast niemand von meiner Gruppe, also meine Freundkreise, sagt man vielleicht, also fast niemand von meiner Freundkreis hat die Soziologieprüfung erfolgreich bestanden. Aber nein, das ist nicht so peinlich. Wir werden alles auf die Reihe kriegen. Und was gibt es gerade in meiner Unitasche? Also mein Laptop und das Soziologiebuch. Also haben wir gerade 2 Fachbücher, ein Notizbuch und auch ein Buch auf Aserbaidschanisch. Aber darüber erzähle ich später in diesem Video und natürlicherweise ein Textmarker und auch ein schwarzer Stift. Seit meinem letzten Video auf Deutsch aus Berlin ist nicht so viel Zeit passiert, aber trotzdem, jetzt fühle ich mich etwa wohl, wenn ich ein Video auf Deutsch mache und ich kann mich vielleicht besser ausdrücken und ich bin überzeugt, dass es liegt daran, dass ich regelmäßig Deutsch lerne. Das weiß ich auch genau, dass es so schwer fällt, wenn man eine Routine aufbauen will und Fortschritte machen möchte, aber so muss es nicht sein. Wahrscheinlich wisst ihr schon, dass ich bereits mit Lingoda auf C1-Niveau Deutsch lerne. Lingoda hat so einen neuen Kurs veröffentlicht, nämlich Lingoda Teams. Und beim Lingoda Teams muss man nicht so lange darüber nachdenken. Also du wählst nur dein Sprachniveau und auch sagst, ob du 2 oder 3 Stunden pro Woche haben willst. Und dann Lingoda erstellt deinen Lernplan für dich. Also du lernst in einer kleinen Gruppe, die besteht aus 6 Teilnehmern und du kannst immer Hilfe und Anleitung von deinem Lehrer bekommen. Es ist wie eine Offline-Sprachschule, aber von zu Hause, weil die Unterrichte eigentlich auf Zoom stattfinden. Und wenn du eine Stunde verpasst, dann ist es kein Problem, weil du es gerne nochmal buchen kannst. Also ein bisschen so wie meine Prüfung. Viele Schüler, die mit Lingoda Teams lernen, haben ausgedrückt, dass sie weniger Angst vorm Sprechen haben, weil sie anderen Teilnehmer gut kennen und die gleichen Ziele mit ihnen teilen. Und außerdem kennt dein Lehrer deine sprachlichen Fähigkeiten persönlich und deshalb kann dir im Laufe der Zeit besseres Feedback geben. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es für mich definitiv hilfreich ist, wenn man regelmäßig, also ein paar Mal in der Woche Deutsch lernt und deshalb würde ich dir gerne Lingoda Teams empfehlen. Wenn du eine Routine haben willst und auch bemerkenswerte Fortschritte machen möchtest, dann kannst du gerne mitmachen und mit diesem Code bekommst du 20 € Rabatt. Und auch für mehr Info darüber kannst du immer die Description checken. Und ja. Oh mein Gott, es ist gerade so schlimm. Also ich habe nur 3 Stunden gestartet. Und also als ich jung war, das bedeutet also im Sommer, mit 3 Stunden, also war ich schon spazieren gegangen im Morgen, aber jetzt, also ich bin nicht so müde, man braucht nicht immer so übertreiben oder eine Drama Queen zu sein. Kann ich bitte gehen? Ich bin immer und immer mehr zu spät, das verstehe ich gerade nicht.
Und vielleicht jetzt kommt die Frage, warum ich nur 3 Stunden geschlafen habe. Also ich habe die ganze Nacht mit meiner schwedischen Freundin auf Deutsch gequatscht. Also ich bin gerade nicht in der Lage, das auf Schwedisch zu machen, weil ich so klug bin. Dann gehen wir für Uni so schlecht wie möglich. Schlecht? Nein, so schnell wie möglich. In diesem Zusammenhang erzähle ich euch etwas, das ich in der Soziologie gelernt habe. Aber komischerweise, das weiß ich auf Deutsch und nicht auf Italienisch. Also mein Gehirn hat nur den Begriff gespeichert, aber auf Deutsch. Mit der deutschen Namen eigentlich, ich weiß nicht. Also es gibt so eine Sache, selbsterfüllende Prophezeiung. Und das bedeutet, dass wenn man also etwas so viel sagt, wenn man diese Erwartung von sich selbst hat, dann es wird echt. Also wenn man sagt, oh mein Gott, mein Italienisch ist so schlecht und mein Deutsch sieht so besser aus beim Italienisch. Und dann wird dein Deutsch besser als dein Italienisch und dein Italienisch wird etwas so schlimmer. Selbsterfüllende Prophezeiung. Auf Italienisch keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht hätte ich mein Fach auf Deutsch studieren sollen. Und dann nochmal würde ich mich nicht in die Prüfung vorstellen. Answein Polizei. Auf Wiedersehen. Noi cosa facciamo? Cerchiamo di capire come competere. Jetzt ist der Unterricht vorbei, habe ganz gut verstanden. Also es war nur Grundkenntnisse der Mikroökonomie und deshalb hatte gar keine Schwierigkeiten damit. Aber weiß nicht, wie es folgen wird. Also morgen und dann am Mittwoch. Jetzt gehe ich eigentlich frühstücken und dann haben wir moderne Geschichte. Also das finde ich besonders interessant. Also es gibt viele Gründe und der erste Grund ist, dass in diesem Unterricht kann man über die Geschichte und Politik von vielen Ländern lernen. Und in diesem Fall, also zum Beispiel, ich kann das mit neuen Sprachen beherrschen. Zum Beispiel, ich habe so viele französische Bücher über russische Politik und da kann man vielleicht etwas versuchen zu lesen. Ich habe plötzlich herausgefunden, dass der Prof etwa Deutsch, Norwegisch und Schwedisch spricht. Wie cool ist das bitte? Und ich habe so eine Bewunderung für jeden Mensch, der sich mit Sprachen beschäftigt und der auch davon fasziniert ist, dass also auf dieser Welt gibt es so viele verschiedene Kulturen und Sprachen und das, also man kann alles lernen und das ist so cool. Das ist echt krass. Jetzt gehe ich zurück zur Uni. Nach der Vorlesung teile ich mit euch meine Eindrücke. Eccetera, ci vediamo comunque domani. Grazie, buona giornata. Hallo, alle meine Vorlesungen sind ziemlich gut gelaufen und ich habe auch dieses Buch aus der Bibliothek bekommen, Baustein des öffentlichen Rechts. Es ist mega verständlich. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich dieses Buch verstehen kann mit diesem Sprachniveau, also C1, aber okay, wie kann man das eigentlich lesen? Das ist so kompliziert und im Alltag spricht man auch nicht so. Aber ich glaube, dass es liegt daran, dass ich diese Dinge auf Italienisch auch gelernt habe, aber dann ich hatte eigentlich nicht den Mut, die Prüfung abzulegen. Ich habe die Soziologie auch nicht bestanden. Vielleicht brauche ich noch ein Soziologiebuch auf Deutsch. Dann sage ich selbsterfüllende Prophezeiung oder so. Und auch, jetzt kommt die Frage, was machst du gerade mit diesem Buch auf Aserbaidschanisch? Also vielleicht wisst ihr schon, dass ich Türkin bin, also. Und deshalb kann ich die Sprache ganz gut verstehen, insbesondere wenn ich es lese. Aber beim Sprechen gibt es manchmal einige Probleme und das größte Problem ist es,
Wenn man auf Aserbaidschanisch spricht, dann als Türkin klingt es ein bisschen offensiv oder unhöflich. Also wegen der Weise, in der man Dinge eigentlich ausdrückt. Also die benutzen eigentlich die gleichen Wörter, aber mit einer anderen Bedeutung, in einem anderen Zusammenhang. Und es klingt am Ende etwa komisch. Und ich hoffe, dass es nicht so offensiv ist, aber naja, wir haben auch ein Fun-Treffen in Aserbaidschan organisiert und wir waren etwa 10 Leute. Ich weiß eigentlich niemanden. Zum ersten Mal komme ich in diese Stadt hin und dann, ich sage, hey Leute, heute mache ich ein Fun-Treffen und dann plötzlich sind wir 10 Menschen. Wie kann das eigentlich passieren? Ich kann nicht fassen, Leute. Es war so süß. Und wenn du deine Zuschauer im echten Leben siehst, dann alle kommen zu dir und sagen, hey, ich habe Deutsch wegen dir gelernt. Was? Wie meinst du, dass du Deutsch wegen mir gelernt hast? Und ich bin natürlich so dankbar, dass ich so eine Community auf sozialen Medien habe. Es ist für mich eine mega Blessing. Das weiß ich nicht auf Deutsch. Wenn es vielleicht in diesem Buch geschrieben wäre, dann würde ich in der Lage sein, es zu sagen, aber naja, leider nicht. Und noch ein paar Sachen. Also in einem Monat habe ich meine Spanisch C1-Prüfung und ich fühle mich etwa gestresst und naja, ich bin nicht komplett bereit, aber das ist vollkommen normal. Ich habe noch einen Monat und ich habe Spanisch eigentlich in 3 Wochen gelernt. Und auch nach dem Spanischen habe ich meine französische C2-Prüfung. Gott sei Dank, beim Spanischen ist es kein C2. Es hätte auch schlimmer sein können. Aber nein, C1 ist also factible. Aber C2 ist es noch ein, nein, C2 Spanisch mache ich in 2030 oder so. Und das war alles für heute. Bald auf meinem Kanal wird das Flug auf Aserbaidschan und auch vielleicht eine Videoserie oder so für meine Spanischprüfung, weiß ich nicht. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und Auf Wiedersehen.